Was ist mit Caroline? Willst du sie die nächsten Jahre im Gefängnis besuchen? Das wird nicht nötig sein. Ich werde dich bei der Polizei als Zeugen angeben. Das kannst du gerne tun. Nur unter den Umständen streite ich alles ab. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du auflegen könntest. Hör mal, es gibt genügend gute DJs in der Stadt, hä? Warum fragst du nicht die? Ich habe noch nie so viel für eine Frau empfunden. Das ist es also. Wer ist denn die Angebetete, hä? Kenne ich sie? Ich bitte dich, geh zur Polizei und sag ihnen, was du gesehen hast. Dann sollten wir keine Zeit verlieren und schon morgen zum Standesamt gehen. Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Ich weiß eben, wie sehr dir Caroline am Herzen liegt. Ich werde dich nicht heiraten. Noch nicht. Aber ich gebe dir Bedenkzeit. Einen Tag. Das wird keinen Einfluss auf meine Entscheidung haben. Mit meiner Aussage könnte Caroline in wenigen Tagen frei sein. Und was willst du der Polizei erzählen, warum du bis jetzt nichts gesagt hast? Ich stand unter Schock. Und das soll man dir glauben. Weißt du, wie schrecklich das war, als Caroline diesen Leutner erschossen hat? Für dich. Ja. Aber Gott sei Dank hast du es ja heil überstanden. Ja, ich schon. Aber Caroline setzt die Zeit im Gefängnis ganz schön zu. Vor allem, wenn sie wegen Mordes verurteilt wird. Es war ein Unfall. Ja. Ich bin die Einzige, die das bezeugen kann. Nur ein Wort. Und ich sage aus. Du kennst meine Meinung zu diesem Thema. Schade um Caroline. Schade um das Kind. Jetzt sag schon, ne? Wer ist es? Oder ist es dir peinlich? Nein. Wieso? Kenne ich sie? Naja. Daniel, weißt du, ob wir im Keller noch kleinere Schraubenzieher haben? Für das Regal? Mhm. Ich denke schon, du musst mal in dem kleinen roten Kistchen gucken, ja? Ich danke dir. Los, jetzt erzähl, wer ist sie? Ja, also, ich habe sie im Segelclub kennengelernt. Beim Segeln. Ja, und, ist sie eine Seejungfrau? Sie hat einen festen Freund. Ein Grund, hm? Aber kein Hindernis. Nein, da ist nichts zu machen. Ach, Jonas, du bist aber auch ein Glückspilz. Aber du hast sie noch nicht abgehakt. Hey, Kopf hoch. Es gibt noch andere schöne Mädchen. Hey, gib dir endlich einen Ruck. Es gibt sowieso zu viele Musiker. Das Thema ist für mich durch. Nur weil du eine Absage bekommen hast? Es waren 2 und es reicht. Manche Leute bewerben sich 50 Mal, bevor sie einen Job kriegen. Ja, aber die glauben auch an sich und an das, was sie können. Ich dachte, das tust du auch. Ach komm, ich habe 0 Talent und ich bin froh, dass ich das endlich gerafft habe. Was ist denn das für eine absurde Idee? Du kannst was. Okay, vielleicht fällt dir nicht alles gleich in den Schoß, aber bei wem ist das schon so? Ich muss auch zusehen, dass mein Laden läuft. Ich habe mein Equipment schon inseriert. Falls du jemand hast, der sich dafür interessiert, eine Nummer hast du ja. Christian. Sorry, du musst ja jemand anderes suchen. Das ist doch nicht zu fassen. Auf manche Gäste könnte ich wirklich verzichten. Zu wenig Milch und mehr Schaum. Ist ja ein richtiger Schaumschläger. Da bin ich. Hallo. Komm, wir setzen uns darüber. Danke, dass du Zeit für mich hast. Wenn ich Sorgen hätte, wärst du doch auch für mich da. Möchtest du was trinken? Ein Wasser bitte, ja. Angelo, ein Wasser bitte und für mich einen Kaffee. Sofort. Also, was ist passiert? Caroline hat einen Nervenzusammenbruch vorgetäuscht, um auf die Krankenstation zu kommen. Sie hält es in ihrer Zelle nicht mehr aus.
Ja, ist sie denn wieder angegriffen worden? Nein, aber das heißt nichts. Immerhin ist sie da Schwerkriminellen ausgeliefert. Es muss aber doch möglich sein, sie vor den Schikanen der Mithäftlinge zu schützen. Ha, das sagst du so leicht. Danke. Wir leben in einem Rechtsstaat. In Carolins Fall haben die Ermittlungen der Dienstaufsicht nichts ergeben. Sie ist doch verletzt worden. Soll sie sich die Verletzungen vielleicht selbst beigebracht haben? Es muss jemand bezeugen, dass sie tatsächlich angegriffen wurde. Christoph, ich bitte dich. Caroline ist schwanger. Sie kann das Kind verlieren. Die Staatsanwaltschaft ist ja schon eingeschaltet. Na, wenigstens etwas. Und unser Anwalt beantragt die Verlegung in eine andere Haftanstalt. Wie lange kann das dauern? Das hängt vom Richter ab. Einen Tag, wenn alles gut geht. Also, ich verstehe einfach nicht, warum Jonas mir nicht schon früher davon erzählt hat. Schließlich bin ich doch sein Freund. Naja, vielleicht kam er sich blöd vor. Doch nicht, weil er verliebt ist. Ja, wenn er keine Chance bei dem Mädchen hat. Kann doch jedem mal passieren. Trotzdem, Jonas hatte bisher ja nicht so viel Glück, was Frauen angeht. Schön, nicht? Ja, romantisch. Die gab's auch in anderen Farben, aber ich fand die ganz besonders schön. Und warum hat er Tom ins Vertrauen gezogen und nicht mich? Ist das so wichtig? Ja, für mich schon. Vielleicht solltest du dir Gedanken machen, wie es Jonas damit geht. Was meinst du, was ich tue? Nenn mir einen, der Jonas besser kennt als ich. Okay, Ja, danke. der Arme. Er tut mir wirklich leid. Ja. Da verliebt er sich endlich mal und dann sowas. Wenn ich an die Geschichte mit Kathi denke. Hör bloß auf. Du könntest ja mal mit ihm ausgehen, ha? Das würde ihn bestimmt trösten. Ach, weißt du, Daniel, ich glaube, Freunde sollten nicht alles teilen. Machst du mir noch 2 Wasser und eine Cola für Tisch 2 und dann noch 3 Milchkaffee für die Mädels da vorne? Ja, okay. Danke, ich bin in der Küche. Hey, das ist ein netter Song. Ja, nicht? Weißt du, wo Nina ist? Du, keine Ahnung, ich bin auch gerade erst gekommen. Nina ist oben. Die müsste aber jeden Moment wieder hier sein. Ich wette, sie hat ihn ganz schön eingeheizt. Ja, frag dich bloß mit welchem Erfolg. Ich bin mir sicher, dass Christian zugesagt hat. Immerhin hat er früher immer total gern aufgelegt. Und außerdem verdient er ja auch noch Kohle, wenn er bei dem Event mitmacht. Also wäre er ja schön blöd. Wir brauchen unbedingt eine neue Putzfrau. Frag doch Alexa, die sucht immer einen Job. Oh Mensch, Jonas, was hast du denn da für eine Schnulze aufgelegt? War Christian schon bei dir? Ja, aber er macht es nicht. Er will nichts mehr mit Musik zu tun haben. Sorry, aber ich habe auf ihn eingeredet wie auf einen lahmenden Gaumen. Wir hatten so gehofft, dass du ihn umstimmen kannst. Hast du denn jetzt schon einen anderen DJ? Fehlanzeige. Ja, vielleicht überlegt sich Christian ja noch mal. Tja, und wenn nicht, stimme ich doch da nicht selbst hin und leg auf. Nein, danke. Nein, wir kriegen Christian schon noch dazu, dass er bei dir auflegt. Ich bin gespannt. Komm, wohin denn? Henning, schön dich zu sehen. Ach, spar dir das Getue. Das hat sie doch früher auch nicht nötig. Ach, lass mir doch die Vergangenheit. Das aus deinem Munde? Wie hat Christoph denn reagiert? Setz dich doch erst mal etwas zu trinken. Nein, danke. Also nichts. Was meinst du? Christoph will dich nicht heiraten. Er hat dein Angebot abgelehnt. Woher weißt du das? Wenn du erfolgreich gewesen wärst, hättest du es mir längst gesagt. Ich krieg deinen Vater schon noch so weit. Caroline muss es nur schlecht genug gehen. Hat Christoph dir irgendwas erzählt? Nein. Henning, kein Mensch sitzt gerne im Gefängnis. Am allerwenigsten deine verwöhnte Frau. Aber sie ist schwanger. Ja und? Glaubst du, sie ist die Erste, die ihr Kind in einem Vollzugskrankenhaus zur Welt bringt? Erinnere dich, was sie dir angetan hat. Trotzdem. Ja gut, dann schau zu, wie Caroline Christoph heiratet und ihm liebevoll ihr Ja-Wort gibt. Ganz zu schweigen von der Hochzeitsnacht. Hör auf! Dann hör du endlich auf, sentimental zu sein. Caroline hat dein Leben zerstört. Vergiss das nicht. Wie könnte ich? Dann bin ich ja beruhigt. Was?
Nein, nur eine MIDI-Schnittstelle. Hör mal, das Equipment ist so gut wie neu. Hallo? Idiot! Die wollen alle handeln wie die Irren. Aber bin ich schon günstig? Also deine Sache nicht los? Bei meinem Glück bestimmt. Wieso hast du eigentlich den Event im No Limits abgesagt? Ach, ihr wisst es schon. In dieser Stadt bleibt auch wirklich nichts geheim. Du hast doch sonst immer so gerne aufgelegt. Das ist Geschichte. Und wovon willst du leben? Du hast doch deine Kohle immer als DJ verdient. Alexa, ich kann immer noch kellnern. Hast du es schon vergessen? Und jetzt nerv mich bitte nicht. Hey. Die Musik, das ist doch total wichtig für dich, oder? Mann, ist der stur. Hier. Danke. Hey, was ist denn hier heute los? Nur Mädels. Haben nichts zu tun oder was? Die sind wahrscheinlich alle nur deinetwegen da. Genau. Hey, Hi. was machst denn du hier? Ich kann auch wieder gehen. Nee, ich dachte nur, du wärst zu Hause. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Event, den Nina hier veranstalten will? Der hier? Ja. Ich schätze das, was sie immer macht. Jonas, würdest du bitte mal? Ja, Moment. Ich mach's später. Meinetwegen brauchst du nicht hier zu bleiben. Nee. Willst du einen Kaffee? Gern. Gut. Jonas? Es tut mir übrigens sehr leid für dich. Daniel hat mir erzählt, dass du dich unglücklich verliebt hast. Die Drahtstante. Jetzt komm. Du, ich finde das Mädel einfach ganz nett. Mehr nicht. Es hat dann einfach nicht geklappt. Was soll's? Wir könnten ja mal wieder was zusammen unternehmen. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Hey, du musst nichts mit mir unternehmen. Nur aus Mitleid. Und das hatte ich auch nicht vor. Okay? Jonas, du weißt ganz genau, dass ich dich sehr gerne mag. Außerdem bist du ein klasse Typ. Hey, die Mädels müssten alle blind sein, wenn sie das nicht sehen. Danke. Ich kann mich auf Sie verlassen? Selbstverständlich. Gut. So etwas darf hier auf keinen Fall nochmal passieren. Ich kann Sie sehr gut verstehen, Herr von Anstetten. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich kümmere mich um die Gräfin. Persönlich. Danke. Geht weg. Lasst mich. Geht weg. Geht weg! Caroline, was ist denn los? Beruhige dich. Ich habe so schlecht geträumt. Wieder besser. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. In ein paar Tagen ist dieser Albtraum beendet. Wieso kommt er denn nicht mal aus seinem Zimmer raus? Weil er blöd ist und ein totaler Dickkopf. Vielleicht sollten wir ihn in Zukunft in Ruhe lassen mit dem Thema. Man kann ja leider niemand zu seinem Glück zwingen. Hast du eine Ahnung, was er jetzt macht? Ich meine, der hängt doch total an der Musik. Weiter in der Kneipe kellnern, was weiß ich. Ist mir aber auch egal. Ich habe lang genug auf ihn eingeredet. Kann ich verstehen. Sonst probier du es doch noch mal. Auf dich hört er bestimmt eher. Na klar. Wieso denn nicht? Na, das geht nicht so einfach. Wieso? Weil du in ihn verknallt bist? Das bin ich doch gar nicht. Und jetzt lass mich. Bist du wohl? Alexa Seifert? Tut mir leid, die Sachen sind alle schon verkauft. Ja, der PC, der ist auch weg. Tut mir leid. Hören Sie, das stimmt überhaupt nicht. Sag mal, hast du sie noch alle? Mit der Verlegung ist das nicht so einfach. Ich denke, das geht innerhalb eines Tages. Ja, aber der zuständige Richter muss erst seine Einwilligung geben. Dann soll er das bitte schön tun. Graf von Anstetten. Was ist? Wir haben noch kein Untersuchungsergebnis von der Staatsanwaltschaft.
Ich verlange Verlegung, mit oder ohne Staatsanwaltschaft. Aber ob dem Antrag stattgegeben wird, hängt vom zuständigen Richter ab. Meine Schwiegertochter wurde misshandelt. Sie haben doch selbst ihre Verletzungen am Handgelenk gesehen. Dafür gibt es leider keine Zeugen. Und das ist unser großes Problem. Das kann alles nicht wahr sein. Ja, ich kann Ihnen leider nichts anderes sagen. Sie muss also vor den Augen der Staatsanwaltschaft misshandelt werden. Es geht um Beweise. Und solange niemand zu ihren Gunsten aussagt. Haben Sie denn schon mit dem Richter gesprochen? Ja, und ich hoffe, er wird der Verlegung zustimmen. Auch wegen der besonderen Umstände. Sie meinen die Schwangerschaft? Ja. In solchen Fällen werden manchmal Ausnahmen gemacht. Naja, auf der Krankenstation ist sie ja erstmal sicher. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Früher oder später wirst du gefügig sein. Genau wie alle anderen. Du musst nur alles tun, was ich dir sage. Und bilde dir bloß nicht ein, du wärst was Besseres. Was wollen Sie von mir? Weißt du, was mit denen passiert, die andere denunzieren? Manche rutschen zufällig in der Dusche aus. Oder fallen die Treppe runter. Haben wir uns verstanden? Deinetwegen bleibe ich am Ende noch auf dem Zeug sitzen. Dann verkauf doch deinen ganzen Kram, das ist mir völlig egal. Aber komm ja nicht hinterher und heul rum, weil es bereut. Und wenn schon, was geht dich das an? Oh, könnt ihr nicht mal aufhören? Findest du es etwa gut, was sie da abzieht? Alexa hat's doch noch gut gemeint. Wenn du jetzt alles verkaufst, dann ärgerst du dich später noch. Ja und? Es ist mein Geld und mein Leben. Und wenn du einfach noch eine Woche wartest mit dem Verkauf? Wieso? Na, vielleicht überlegst du es dir dann noch mal. Seit Wochen denke ich über nichts anderes nach. Dann kommt es auf die paar Tage mehr oder weniger auch nicht mehr an. Weißt du, ich will das einfach alles nicht mehr. Es ist einfach ein saublödes Gefühl, wenn die Leute deine Musik scheiße finden. Ich mag deine Sachen aber. Du bist aber auch die Einzige. Hallo? Aha. Was ist denn hier los? Christian hält sich für unfähig. Weißt du was? Du kannst mich mal! Mensch, Jonas, muss das sein? Mann, Frauen mögen sowas. Hi zusammen. Hey. Na, wie war deine Schicht? Hör bloß auf, ich hatte wieder nur Bekloppte auf der Station. Unter anderem ein Patient mit einer chronischen Bronchitis. Raucht seit 30 Jahren 2 Packungen am Tag, aber aufzuhören ist nicht zu denken. Alles doch richtig, oder? Ja, klar. Sag mal, Jonas, wie ist eigentlich dein Gespräch mit Daniel verlaufen? Hast du ihm alles erzählt? Bist du wahnsinnig? Ich glaube nicht. Daniel denkt jetzt, sich seine Mädel aus dem Segelclub verliebt. Du kennst ihn ja. Ist natürlich gleich Gabriella gesteckt. Die kam sofort an und wollte mich trösten. Naja, dann hast du doch, was du willst. Lange halte ich das nicht mehr durch. Du meinst, Daniel und Gabriella was vorzuspielen? Vielleicht wäre es wirklich besser, du ziehst erst mal aus der WG aus. Aber das bringt's doch auch nicht. Ich meine, deswegen sind die beiden noch nicht aus der Welt, oder? Aber bei uns läufst du ihnen ständig über den Weg. Und wenn ich hier arbeite, auch. Zusammen wohnen ist was ganz anderes. Man begegnet sich zum Beispiel morgens im Bad. Ja, aber ich habe einfach keine Lust, mir schon wieder eine andere Wohnung zu suchen. Das war doch nur ein Vorschlag. Einfacher macht es die Sache wirklich nicht. Ach, ich krieg das schon hin. Das ist doch typisch Alexa. Hätte die eine knallen können. Ach komm, jetzt reg dich wieder ab. Es war ganz bestimmt nur... Ich weiß, was du sagen willst. Verschone mich bitte. Guten Abend.
Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich möchte nur zu dem Jungen da vorne. Na dann, viel Glück. Und? Geht's dir besser? Woher weißt du, dass ich hier bin? Tja, ich kann ihm Gedanken lesen. Setz dich doch. Nein, ich muss gleich wieder los. Ach so. Also, was ich dir sagen wollte. Bitte überleg's dir noch mal. Ich weiß, dass du was kannst und Marie kommt auch zu dem Event. Ich bin sicher, du überzeugst sie. Was ist das? Das ist ein Glückssymbol aus China. Ein altes Sonnenzeichen. Die Sonne steht immer im Mittelpunkt und bedeutet Kraft. Ist schön. Ich hoffe, die Kette bringt dir Glück. Bestimmt. Hey, warum rennst du denn jetzt weg? Danke. Ich lasse sie dann alleine. Christoph. So etwas darfst du nie wieder tun, in deinem Zustand. Was denn? Frau Winter hat erzählt, du bist heute Nacht durch die Krankenstation barfuß gelaufen. Wie bitte? Entschuldige. Ja. Christoph? Ja. Ich möchte dich noch mal an mein Ultimatum erinnern. Es läuft morgen ab. Was das? Bist du wieder charmant heute? Wer war das denn? Das ist unwichtig. Christoph, ich kann nicht mehr. Du musst mich hier rausholen. Bitte, koste es, was es wolle. Gottes Willen, was ist denn passiert? Ich kann dir das jetzt nicht sagen. Versprich mir, dass du alles tust. Bitte. Es ist die Hölle hier. Was ist die Hölle? Nein, jetzt nicht. Es ist zu gefährlich. Caroline, du kannst dich auf mich verlassen. Was machst du da?